Hey, ich bin Chris von YouUnder. Heute geht es um Fingerspitzengefühl. Was hat das denn mit Robotik zu tun? Ich erkläre es dir gleich. Und los geht's. Das letzte Mal haben wir gelernt, dass man mit dem Roboterarm eine einfache Position anfahren kann. Doch einfach nur eine Position anfahren hilft mir ja nicht viel. Ich möchte ja Bauteile anfassen und bewegen. Dafür brauche ich eine Hand. Diese Hand nennen wir bei uns Tools oder auch Werkzeuge. Um diese Werkzeuge mit dem Roboter zu verbinden, braucht es diesen Medienflansch, der uns eine gewisse Schnittstelle bietet. Unser Medienflansch zeigt uns erstmal direkt, was überhaupt denkt oder was der ganze Roboter denkt. Hier grün gezeigt, ich bin bereit. Fasse ich ihn an und bewege ihn, wird es blau. Ich bin im Handführungsmodus. Um mein Tool jetzt nun anzubauen oder mein Werkzeug, haben wir hier eine Standardschnittstelle mit Federschnittkontakten. Die hat zum Beispiel die Firma Schmalz auch integriert. Dadurch brauchen wir gar kein Kabel mehr, um die beiden Komponenten zu verbinden. Was ist das eigentlich? Das ist eine Unterdruckpumpe. Sie saugt Luft an und kann somit Bauteile festhalten. Ich brauche das Bauteil nur noch aufstecken und los geht's. Gleiches kann ich auch mit einem Greifer machen, zum Beispiel den hier der Firma Schunk. Auch die Firma Schunk hat sich auf die Federkontakte gestürzt und kann nun ohne ein Kabel mit uns kommunizieren. Doch neben Schunk und Schmalz ist es auch möglich, jegliches anderes Tool einzubauen. Wie mache ich das? Ich nutze hier vorne die mechanische Schnittstelle und habe hier Standardschnittstellen an der Seite für elektrische Anschlüsse. Die nennen wir M8. Da kann ich sowohl digitale als auch analoge Eingänge nutzen oder auch IO-Link oder Modbus. Habe ich mein Tool angebracht, habe ich hier sogar noch Button, mit denen ich programmieren kann. Ich kann auf einen Button zum Beispiel legen, dass der Greifer sich schließen soll oder auch bestimmte Wegpunkte damit teachen. Hier unten versteckt sich das Auge vom Roboter. Mit dem kann You sehen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, du hast heute wieder was gelernt über Robotik und die Hände der Roboter. Hat es dir gefallen? Gib uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal für mehr Robotik-Insights. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir.